Falls euch diese Palmen und Bäume im Hintergrund noch bekannt vorkommen, dann wisst ihr, wir sind immer noch im Amazonas wie im letzten Video. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut nach diesem Video gerne mal rein. Und zwar startet nämlich von hier aus gleich unser nächstes Abenteuer. Wir werden nämlich gleich nach dem Lunch zurück nach Tabatinga gefahren. Das ist dieser Dreiländereckort oder einer dieser Dreiländereckorte. Und werden dann von Santa Rosa nach Iquitos in Peru fahren. Aber nicht mit einem Schnellboot. Auch nicht mit dem Flieger. Sondern mit einem Frachtschiff. Wird hoffentlich ziemlich cool. Es könnte definitiv ein riesiges Abenteuer werden. Und zwar läuft das so, das sind wirklich Cargoschiffe, mit denen auch die Einheimischen reisen. Das heißt, man hat nur ein großes Deck, wo man eine Hängematte aufspannt und dann soll das heute Abend wohl voraussichtlich den Hafen verlassen und dann so 2 bis 3 Tage fahren. Wie das so wird, zeigen wir euch in diesem Video. Wir sind jetzt bereit zum Auschecken und werden jetzt hier noch kurz ein Lunch einnehmen, bevor es dann mit dem Holzboot nochmal, ich denke mal so 3,5 Stunden bis 4 Stunden zurück Strömung ist auf unserer Seite. Genau, nach Tabatinga geht. Und in Tabatinga müssen wir dann erst aus Brasilien einmal ausreisen. Dann fahren wir nach Letizia rüber, holen unser restliches Gepäck aus dem Hostel, was wir dort gelassen haben. Müssen dann noch ein paar Snacks besorgen, ne? Unser restliches Geld tauschen in peruanische Zoll, genau. Müssen dann auf jeden Fall auch noch ganz viel Wasser kaufen, fahren dann rüber nach Santa Rosa auf die peruanische Seite und besorgen uns da dann erstmal die Fährtickets und müssen in Peru dann einreisen. Ja, das ist so der Masterplan für heute Nachmittag. Kurze Planänderung. Wir sind jetzt schon in Brasilien offiziell ausgereist, haben aber das Problem, dass wir das Schiff heute Abend nach Iquitos nicht nehmen können, weil die Immigration in Peru schon geschlossen hatte. Die schließt nämlich um 17 Uhr. Und deswegen haben wir uns jetzt nochmal in dem gleichen Hostel, wo wir schon vorm Amazonas übernachtet haben, nochmal ein Zimmer genommen. Haben uns aber diesmal ein Upgrade auf Zimmer mit Fenster gegönnt. Und ja, werden dann jetzt nochmal in Ruhe essen gehen und schon mal die ersten Besorgungen machen. Und dann geht es morgen, da soll um 14 Uhr dann wohl das nächste Schiff gehen. Wir sind jetzt zum Abmarsch bereit, haben alles nochmal wieder zurückgepackt, so wie es eigentlich gehört in unsere Backpacks. Haben gestern Abend nochmal ein paar Bananen gekauft und Haferflocken haben wir mit und so ein bisschen unsere Instant-Sojamilch da. Und die Hängematten, in denen man schläft, die muss man selber mitbringen. Die haben wir schon, bevor wir in Amazonas sind, gekauft. Und was haben wir dafür bezahlt? 33,10 € zusammen. Das sind quasi unsere Betten für die nächsten 2 bis 3 Nächte. Sind auf jeden Fall ganz gut gepackt heute. Heute geht es gleich mit dem Tuk-Tuk. Ja, deswegen heute gönnen wir uns mal das Tuk-Tuk bis zum Hafen. Ich glaube, das wird ein bisschen viel zu schleifen sonst. Wir sitzen jetzt hier im quasi Taxiboot nach Santa Rosa rüber und es ging eben so schnell mit dem Tuk-Tuk. Sie hat uns dann noch zum Wasser holen gefahren und zum richtigen Geldhändler und uns gesagt, ja, nicht mehr als 20 zahlen und ja, irgendwie ganz süß, also auf jeden Fall. Das war eben ganz, ganz wuselig und ganz schnell, aber richtig, richtig liebevoll. Die Leute sind immer ultra hilfsbereit hier. Rucksack hat natürlich mal schönes Modderbad genommen gerade hier. Es war ein bisschen abenteuerliche Strecke, würde ich sagen. Ich weiß auch nicht, warum wir immer den kriegen, der nicht geeignet ist, dafür größeres Gepäck mitzunehmen. Ja, der hatte als einziger irgendwie kein richtiges Gepäckträgerding hinten an seinem Tuk-Tuk. Ja, und das hat er uns hier mitten im Niemalsland einmal abgeworfen und sagt, wahrscheinlich wird so gegen 2 das Slowboat dann kommen. Hier ist ein kleines Restaurant, was aber gerade kein Essen wohl hat. Also wir müssen vielleicht gucken, vielleicht müssen wir nochmal den ganzen Weg wieder zurück in die Stadt laufen, einer von uns. Ich werde nochmal wieder in die Stadt hineinlaufen, diesen Schlammweg. Und versuchen, irgendwas zu essen zu finden für uns. Weil wir jetzt unsere ganzen Snacks, die wir mit haben, also so Kekse und Müsli-Riegel, jetzt natürlich nicht jetzt schon aufessen wollten.
Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit und der Weg geht ja hier noch halbwegs. Das ist hier nämlich der Steg, wo auch die ganzen Boote von Letizia aus ankommen. Hier ist dann doch ein bisschen mehr los und ganz viele Tuk-Tuks unterwegs. Ich glaube, das ist unser Boot. Das wird jetzt noch entladen und dann können wir bestimmt nachher ein Stündchen oder so raus. So, wir stehen jetzt hier so ein bisschen auf dem Boden, weil das ist doch nicht unser Boot. Das soll wohl heute Abend erst um 6 Uhr kommen. Ist aber auch ganz lustig. Ganz lustig. Wir haben uns gerade mit ein paar anderen Reisenden unterhalten. Also die haben auch von heute geht gar kein Boot bis heute geht es um 2, es geht um 4, es geht um 18 Uhr. Also es wurde irgendwie alles erzählt. Von daher müssen wir uns wohl weiter noch in Geduld üben und ja, werden es wahrscheinlich ein bisschen lesen einfach in der Zeit. So, es ist jetzt um 3 und das Boot ist da. Ach, versucht sich gerade beim Nebenmann abzugucken, wie er jetzt am besten diese Hängematte hier aufhängt. Aber nett wie die Südamerikaner immer sind, wird ihm geholfen. Mal eine Stunde an Bord und einmal gucken, Geschenke kriegen. Ja, hier gibt es übrigens mehrere Steckdosen noch an Bord, das heißt, ihr könnt auch immer eure Geräte laden. Wir sind uns noch nicht essen, ob es Fracht oder Dinner vielleicht ist. Und, ja, in den Toiletten wird auch schon gehen. Was gab es jetzt auf Abend? Irgend so ein Haferschleim-Drink und Brötchen. Kalorien, sodass man nicht auf Toilette ist. Morgen. Guten Morgen. Erste Nacht ganz gut geschlafen? Auf jeden Fall. Also ein bisschen kalt war es zwischenzeitlich. Also heute Nacht lange Hose, ne? Lange Anziehen. Hose, vor mit einem Schal oder so ging es auch, ne? Ja, und ich hatte ein bisschen Decke. Von daher war okay. Und um 4 Uhr kam dann einmal die Polizei an Bord, hat Pässe kontrolliert. Ja, die Mauer. Na, Ja. 4. Irgendwie um 4 Uhr. Dann war der Hahn auf jeden Fall aber auch wach und hat erstmal ganz schön kräftig gegackert. Und jetzt gab es gerade wieder Frühstück, gab wieder diesen Becher Haferschleim und ja, wer wollte, konnte sich noch ein Wurstbrötchen nehmen. Aber bis jetzt muss ich sagen, gefällt uns richtig gut, ne? Ja, ist geil. Das hat was Entschleunigendes, das ist genial. Was auf jeden Fall ein bisschen schade ist zu sehen, obwohl es hier Mülleimer an Bord gibt, schmeißen die ganzen Locals einfach ihren ganzen Müll über Bord, die Reling, also auch alles Plastik und Ja, das das ist ein bisschen schade und auch wie die Tiere halt hier so verladen werden, ne? Das ist, tut ein bisschen weh, ne? Ja, können wir ja mal kurz anwenden. Mit unseren Wertsachen haben wir das übrigens so gelöst. Marco hat seinen Rucksack einfach abgeschlossen und ich kann meinen nicht abschließen. Deswegen habe ich einfach diese Schutzsäcke um die Rucksäcke gemacht und ich habe meinen Rucksack dazu gepackt und dann haben wir den einfach abgeschlossen. Und ja, das ist quasi unsere Wertsachensicherung hier auf dem Boot.
eigentlich sind wir den ganzen Tag hier eigentlich schon dabei. Zu lesen, eine Hängematte zu chillen, aus Fluss zu gucken, ab und an zu essen und nochmal Nickerchen zu machen. Ich kann das eigentlich gar nicht mehr erinnern, weil wir das letzte Mal so einfach mal nichts gemacht haben. Also was gibt's zu Hause, glaube ich, gar nicht mehr, weil man immer irgendwas macht. Ja, das macht man hier ohne schlechtes Gewissen, einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Total schön. Mal den Geist ein bisschen freien Lauf lassen. Ne? Ja, das ist Wirklich, also wir lieben es auf jeden Fall total. Wann habt ihr das also das letzte Mal sowas gemacht? Schreibt Ja, mal in die einfach- Kommentare. Genau, also einfach mal so bewusst So, nichts so. gemacht. Außer wenn ihr krank wart, dann habt ihr auch nichts gemacht. Oder? Passiert. Jetzt zum Abendbrot gibt's Reis, Kopfbanane und Hühnchen eigentlich. Wir haben es ein bisschen mit Sojasauce einfach gepimpt und da gab es zum Mittag heute auch. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Sojasauce, ein bisschen Chili-Soße. Dann Ich glaube, das ist schon ganz lecker. und wir sind auf Kurs, wahrscheinlich sind wir morgen dann auch schon wieder in Kinos. Durch das Essen an Bord nicht zusagt, gibt es ja aber auf jeden Fall auch noch eine Snackbar, die verschiedene Gerichte anbietet und Bierchen hat und Coke hat, alles sowas. Sah aber auf jeden Fall mal ganz gut aus, was sie so in der kleinen Hütte gezaubert haben. Tell me how'd you get so happy? Wish I could be in your shoes. I wanna be like you. Ja, zweite Nacht ist auch schon gut. Ich habe aber gut geschlafen, ne? Ja, ich lag meinen Fuß ein bisschen hoch, ich musste mich noch mal ein bisschen zurechtholen und dann ging das noch. Ja, einmal sind wir aufgewacht, als hier eine größere Gruppe nach 2,5 von Bord ging. Und zum Frühstück gab es heute Hühnersuppe. Und ja, mittags sollen wir sogar schon in Iquitos dann ankommen. Ja, Ich weiß noch gar nicht, ob ich bereit bin, dass dieses Abenteuer schon zu Ende ist. aber so ein bisschen auf Flugschiff fahren wir uns auch. Ja, das stimmt. Das war hier nicht genug. Ja, schon zu Ende. Wird noch eine Nacht genommen, ne? Ja, ihr Lieben, als wir angekommen sind hier in Iquitos. genau, und das ist übrigens hier, haben wir festgestellt, dass die Flüge in den nächsten Tagen noch teurer werden. Deswegen haben wir uns entschlossen, heute schon gleich nach Lima zu fahren oder zu fliegen, besser gesagt. Sonst hätten wir noch Deswegen- ein paar Tage da bleiben müssen. Ne? Das wollten wir auch. Genau. Also wir sitzen jetzt hier schon am Flughafen. Auf jeden Fall, der Trip war unvergesslich, hat uns ultra gut gefallen. Wir hätten noch länger eigentlich Ja. darum schippern können. Wir haben auch gesagt, also wir hatten ja viele Touris mit dabei. Das war halt cool, ne? Weil irgendwie hat man da den ersten Abend genossen und den zweiten nochmal Karten gespielt. So. Das war halt echt cool. So, ne? Wenn man ganz alleine ist und kein Spanisch spricht, Könnte es ein vielleicht- bisschen lame. Ja, Ja. ein bisschen lame werden, genau. Ansonsten war es schon ziemlich nice. Ne? So War hat- richtig so hat es nice, richtig viel Spaß gemacht. Ja. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob so ein Trip auch was für euch wäre. Und wir sehen uns dann in den nächsten Videos wieder aus erstmal Lima und dann unserer beginnenden Peru-Rundreise und freuen uns natürlich wieder, wenn ihr einschaltet. Bis dann! Tschüss, tschüss!